IMU Sports, Coach Aniele hier. Wir sind heute im schönen Lübeck bei Philipp Sturzberg. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein Interview zu führen. Wie geht's dir heute? Erstmal schön, dass ich da sein darf, also dass ihr bei mir sein könnt. Mir geht's super. Ja, das ist doch schön. Das freut mich tatsächlich, das zu hören. Und du lebst ja hier in Lübeck, bist du hier auch aufgewachsen? Sind deine Familienstrukturen hier aus Lübeck? Wie ist das da? Also geboren bin ich Solinger. Solinger Messer kennt wahrscheinlich jeder. Das ist auch das Erste, was die Amerikaner meistens mal erwähnen. Oh, Stahl, Messer. Genau, dann eine Zeit lang in der Nähe von Bremen, also Kleinstkind. Und dann aufgewachsen in Köln. In Köln also, okay. Bis kurz vor der Pubertät ungefähr. Und dann hier hochgezogen an die Ostsee. Also Niendorf Ostsee, das ist ein bisschen die Küste hoch von Lübeck, aber nicht weit. Und dann zum Studium war Lübecker geworden und seitdem war Lübecker geblieben. Okay. Also das heißt im Prinzip, dass du ein bisschen Deutschland bereist hast und dann hier gelandet bist, aber dann alleine als Student oder mit der Familie irgendwie? Wie kann man Also das die vorstellen? Familie lebte dann immer noch weiter in der Nähe. So, einer meiner Brüder ist dann Richtung Frankfurt, arbeitstechnisch. Der andere ist auch in Lübeck geblieben, der wohnt jetzt in Herrnburg. Das ist quasi die erste Stadt in Nordwestmecklenburg, also gleich neben Lübeck. Und ja, meine Mutter lebt jetzt auch noch hier in Niendorf, da wo wir quasi initial hingezogen sind. Okay. Und wie hast du das hier empfunden in Lübeck? Also ich meine, du bist ja als Mitte 20-Jähriger wahrscheinlich, oder nee, Anfang 20 wahrscheinlich hergekommen. Und als Student, so wenn man das so hochrechnet, würde ich schätzen. Weiß ich nicht, vielleicht korrigierst du mich da gleich. Wie hast du das hier empfunden? Oder fandst du das damals vielleicht in Köln schöner, weil du ja da auch zwischendurch warst? Gibt es da irgendwas? Also Lübeck ist eine wunderschöne Stadt. Als Student ist es auch noch eine umso schönere Stadt, also weil es hier unheimlich viel Kultur gibt. Man kann unheimlich viele Museen besuchen. Es sind aber auch unheimlich viele Studentenkneipen in Lübeck. Es ist jetzt nicht so eine riesen Uni wie Heidelberg vielleicht, aber es sind schon ein paar tausend und die bestimmen dann manchmal schon das Nachtleben. Also damals war es so, mittlerweile ist es ein bisschen bedeckter, glaube ich. Aber das ist halt eine Kneipenstadt. Hier ist, ich glaube, das ist die höchste Kneipendichte in Deutschland, wenn man es auf die Einwohnerzahl betrachtet. Und es sind aber alles so kleine Kaschem, also im Hafen oder in der Innenstadt jetzt. Das ist echt auch schön. Und das gesamte Umfeld jetzt Schleswig-Holstein ist halt auch mit der Ostsee. Also schöner geht's kaum. Insofern war das als Student echt ein super, super Erfahrung, Erlebnis und auch Glücksgriff. Ja, ja, das glaube ich gern. Dann hast du deine ersten sportlichen Erfahrungen ja nicht hier gemacht, wahrscheinlich in Lübeck, oder? Das ist richtig. Wo war das denn? Magst du uns dazu was erzählen? Also, wir haben jetzt nicht in Köln gelebt, sondern in der Nähe von Köln, Bergisch Gladbach. Das ist das Bergische Land, das ist so ein bisschen östlich davon, aber schon, also 20 Kilometer vielleicht raus. Und da haben wir haben halt mitten auf dem Dorf gelebt. Wir hatten irgendwie einen Nachbarn und dann das nächste Dorf war 1 Kilometer weg. Und da muss man natürlich überall hingekarrt werden. Aber irgendwann sind wir dann zum Eishockey gekommen. Und das haben wir auch ein paar Jahre betrieben. Erst in Bergisch Gladbach, Bergische Löwen. Und später bei den Kölner Haien in der, also Bambini. Bis 11 ungefähr haben wir da Eishockey gespielt mit meinen 2 Brüdern zusammen. Und als wir hier hochgezogen sind, haben wir erstmal nicht weiter Eishockey gespielt. Also es gibt hier in Timmendorf einen Eishockeyverein, aber ja, haben wir erstmal keine Lust drauf. Und dann erst mit 15 hier oben im Football in Kontakt gekommen. Über einen Klassenkameraden von meinem Bruder, dessen Bruder hat damals Center gespielt hier in Lübeck. Und der hat auch uns immer mal gesagt, wir müssen mal zum Training kommen, ihr seid groß und breit. Und dann sind wir irgendwie mal zu dritt dahin, also mit seinem Bruder und meinem Bruder halt. Und haben uns das angeguckt und nur vom Angucken gedacht so, oh, mega. Und es war irgendwie dienstags, donnerstags gleich zum Training hingegangen. Mein Bruder hat dann noch mal ein halbes Jahr irgendwie andere Dinge gemacht, aber ist dann auch kurz nach mir auch mit eingestiegen ins Training und seitdem bis vor 6 Jahren haben wir durchgezogen. Also mein Bruder ein bisschen früher aufgehört wegen Bandscheibe, aber ja. Und ihr habt durchgehend zusammengespielt im Prinzip, ne? Das ist außer jetzt deine... Also mein Bruder war 2003, müsste das gewesen sein, bei den Tennessee Valley Vipers, das ist Arena League Football. Hat sich da aber im Trainingslager auch verletzt und dann ist es leider
bevor es losging, ist es auch vorbei gewesen. Aber das Potenzial hat er auf jeden Fall gehabt. Der war halt schon wesentlich älter, war schon im Beruf, deswegen war College und alles für ihn schon raus. Und da haben wir nicht zusammengespielt, weil er dann auch durch die Verletzung, obwohl es eigentlich gar keine schlimme Verletzung war, das haben sie nur damals nicht so genau mit Ärzten betrachten können. Und 2005, als ich dann in der NFU war, haben wir auch nicht zusammengespielt und den Rest der Zeit haben wir immer gegenübergestanden. Ja, wenn du schon so schön sagst, gegenüber, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dein Bruder Offense-Liner gewesen ist. Absolut. Genau, von Anfang an? Ja, oder? von Anfang an. Also ich habe ja auch als Defense-Liner angefangen, das heißt, am Anfang standen wir uns wirklich direkt gegenüber. Also zumindest im Training, also nicht das ganze Training, weil ich war End und er war halt Guard. Das heißt, man sieht sich nicht so häufig, aber dann doch ab und zu. Und als ich dann 2003 auf Linebacker gewechselt bin, haben wir uns dann fast nur noch gesehen. Das war teilweise zum Leid von den Leuten um uns herum, weil als Geschwisterpaar kann man sich dann doch schon anders in die Haare gehen als Freunde oder als Teamkameraden. Das war teilweise nicht so schön, weil es halt immer noch einen Defense-Liner zwischen uns gab. Und desto höher wir uns gegenseitig irgendwie heiß gespielt haben. Und mein Bruder hat so 1, 2 Knöpfe, die ich drücken kann, dann geht er los. Und er hat genauso bei mir 1, 2 Knöpfe, die er drücken kann, dann gehe ich los. Und dann alles, was dann irgendwie zwischen uns steht, hat immer gelitten. Die fanden das nicht so geil. Aber es hat insgesamt, wie hat mal ein guter Trainer von uns gesagt, create a sense of urgency. Die hatten wir auf jeden Fall dann in der Box. Ja, das glaube ich gern. Ja, hat eure Mama irgendwas dazu gesagt? Fand sie das gut, dass ihr dagegen dann, oder hat sie das Die gar hat das nicht? kaum wahrgenommen. Okay, ja, das hat ja manchmal auch Vorteile, ne? Dann kann sie es auch nicht unterbinden. Nee, das war... du bist ja dann im Prinzip bei den Lübeck Cougars die Jugend durchgegangen, Ja. die von 2003, wenn ich das richtig sehe, bis 2011? Kann das sein? Nee, Quatsch. Ach, Nein. Quatsch, 95 bis... Korrigier mich. 1995 bis 1998. Genau, da sind die Zahlen richtig. Das andere war Coaching. Ja. Genau, da warst du in der Jugend und dann Ja. da hast du ja die Europameisterschaft mit der Jugend gewonnen. Richtig? Ja, also damals gab es noch, oder war einer der kurzen Zeiträume, wo es mal offene Sichtungen gab, die wir jetzt auch wieder machen. Aber die gab es irgendwie nicht und dann gab es die mal und dann da teilgenommen, reingerutscht in den Kader, weil groß und breit. Also die Körperform war damals schon für einen Defense-Liner schon entsprechend genug. Und ja, lange Zeit zweite Reihe gespielt in der Jugendnationalmannschaft, also in dem Turnier und auch in den Vorbereitungen. Und dann im Finalspiel irgendwie eine Rotation gehabt, aber dann irgendwie 2 Sacks innerhalb von einem Drive gehabt. Und dann wurde dann auch schon delegiert, dass ich dann mal lieber draufbleiben soll, weil das war damals Frankreich und die waren halt eine Passing-Mannschaft. Da war es sinnvoller, dass die Passwasher raufkamen und dann da sogar rausgegangen als Defense-MVP des Turniers, des Finales. Und das ist natürlich was Ja. Besonderes, ne? Absolut. Dann